Moin Leute, wieder darf ich euch zu einem kleinen Video begrüßen und heute wirklich klein, denn ihr seht auf dem Tisch, heute habe ich einmal die Syma-Begadi Sport SR25 in der normalen Version da liegen, also das Ganze mit Festschaft, RES-System vorne dran, also ein SR25. So, ich habe euch ein ausführliches Review bereits vor Wochen gemacht über die Burg BR10. Da bin ich auch ein bisschen auf die SR25 drauf eingegangen und habe euch gesagt, wenn diese Modelle verfügbar sein werden, mache ich nicht extra nochmal ein komplettes Review, das ist Quatsch. Habe aber einen Punkt, oder ein Punkt war leider falsch. Denn wir haben, oder ich habe es euch bei der Burg BR10 gesagt, wir haben bei der BR10 eine Lauflänge von 404 mm drin mit einem 16 Zahn Sektorgear. Das war vollkommen in Ordnung. Und dann habe ich euch aber gesagt, dass Syma standardmäßig bei den langen Versionen ein 19 Zahn Sektorgear reinbaut. Das ist auch im Regelfall der Fall. Aber Begadi hat das Ganze abgedatet zu einem 16 Zahn Sektorgear. So, und dementsprechend ist leider die SR25, so wie sie jetzt auf dem Tisch steht, beziehungsweise so wie sie vorher mal war, nicht geeignet für schwere Kugeln oder nicht als DMR geeignet. Bedeutet, man muss eigentlich nochmal Geld in die Hand nehmen und einen 19 Zahn Sektorgear einbauen, den geschlossenen Zylinder einbauen. Dementsprechend, ich werde heute nochmal so ein kleines Update-Video machen. Bedeutet, es könnte eigentlich als Erweiterung für das Review zu der Burg BR10 sehen, sozusagen. Bedeutet, ich werde ganz kurz mal grob durchsprechen, ein paar Besonderheiten jetzt von der SR25, werde aber nicht mehr detailliert auf die Verarbeitung eingehen, auf die Materialien, auch auf die Internals werde ich nicht eingehen, sondern wir werden die Internals direkt gleich updaten zu einem 19 Zahn Sektorgear. Bedeutet, ich habe mir zu der Waffe noch ein 19 Zahn Gearset dazu schicken lassen, ein Red Dragon, ich habe mir einen FPS geschlossenen SR25 Zylinder dazu schicken lassen und ebenfalls werde ich ein TNT-Bucking reinzimmern. Und das wird ein relativ günstiges Update. Bedeutet, die Waffe an sich kostet relativ wenig. Ich glaube 360 ohne Teamrabatt, ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall soll das Ding so günstig bleiben wie möglich. Dementsprechend Red Dragon Gear Set kostet um die 28 Euro, CNC gefräst, Stahl. Dann der Zylinder FPS kostet 15 Euro und ein Bucking von TNT T-Hop 60 kostet als Set 20 Euro, also 10 Euro pro Bucking. Und dann schauen wir am Schluss einfach mal, wenn wir dann diese Updates installiert haben, bedeutet die anderen Gears, den geschlossenen Zylinder, wir haben mehr Volumen drin. Wie gut eignet sich dieses Teil als DMR? Bedeutet, ich werde dann auch einen Schusstest machen mit einem ganz komisch konfigurierten Hop-Up-System mit 0,4 und mit 0,45 Gramm. Und dann schauen wir mal, ob das Teil für den doch recht günstigen Preis, kann man sagen, gut performt oder eher nicht. Also, kleines Erweiterungsvideo oder Update-Video zur Mod 25 bzw. Begadi Sportserie. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. So Leute, legen wir los. Wie gesagt, Lieferumfang, technische Daten, das spare ich mir heute alles. Machen wir einfach mal eine ganz kurze, grobe Übersicht über das Modell. Wir haben hier also einmal diese Begadi Sport Mod 25 in der, keine Ahnung, in der SR25 Version. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ich glaube, das Ding heißt Silencer plus Fixstock oder sowas. Also ein ganz normales SR25, allerdings nicht klassisch, sondern ihr seht, auch hier haben wir den, klar, von der Syma oder von der Mod 25, diesen modernen und kantigen Receiver. Sieht vom Design, sieht das Ding mega aus. Richtig, richtig sexy. Da kann man echt nicht maulen. Richtig geil. Dann kann man auch nochmal ansprechen, ganz besonders bei dieser Mod 25 Serie, wie bei der BR10 auch, verbaut auch Syma hier in diesem Modell einen ultra dickwandigen oder fetten Outer. Also das Rohr innen drin ist richtig schön dick und wird auch hier vorne am Outer, ihr habt ja quasi sozusagen die Gasabnahme hier einmal drauf mit einmal mit eurem Kornträger oder mit eurem Korn dran. Hier wird dieser gesamte Block nicht nur am Outer gehalten, sondern der wird auch nochmal in dem Vorderschaft vorne, ja, es sind so Fräsungen drin und wird hier integriert sozusagen. Dementsprechend sitzt das ganze Teil hervorragend auch wieder dran. Also auch hier, obwohl wir ein relativ langes Rohr haben, absolut null Spiel, kein Wackeln, kein Klappern oder ähnliches irgendwie möglich. Das ist also eine komplette fixe Einheit hier vorne dran, obwohl es so lang ist. Kein Wackeln, nix, kein Schwingen, null. Also auch hier von der Verarbeitung, von der Passgenauigkeit tipptopp. Vorderschaft ist dann klassisch, wie gesagt, einmal mit Pick Rates, komplett einmal außenrum und die typische SR25 Barrel Nut hier vom Befestigungssystem einmal dran. Receiver
Standard, wie gerade schon gesagt, der kantige, genauso wie bei der BR10. Und hinten haben wir dann einmal einen Festschaft dran. Auch SR25, das Ganze ist aus Nylon oder Polyamid-Kunststoff gefertigt. Also auch hier kein ABS. So vom Äußeren her sieht das Ding echt mega geil aus. Wir haben aber hier eine Lauflänge von 509 mm. Habe ich gerade schon gesagt, im Vergleich zu der BR10, also nochmal deutlich länger. Und wir brauchen einfach hier auch mehr Volumen. Dementsprechend reicht dieses 16 Zahn Sektorgear nicht mehr aus. Wir haben hier ein Verhältnis standardmäßig von 1,4:1 vom Zylindervolumen zum Laufvolumen und mit einem Update auf ein 19 Zahn Sektorgear haben wir ein Verhältnis von 1,98:1, also deutlich mehr Luft drin. Dementsprechend, ich verstehe jetzt nicht, warum man bei der Lauflänge das Ganze auf ein 16 Zahn updatet. Wenn man schon eine SR25 bzw. V2.2 Gearbox drin hat, dann dann sollte man doch dieses Volumen, was wir nutzen können, auch ausschöpfen oder auch nutzen können. Dementsprechend, wie gesagt, bei den Internals zimmern wir uns ein 19 Zahn Gearset rein. Da werde ich euch auch die Schimmung preisgeben. Bedeutet für Leute, die jetzt das Ding selber einbauen wollen, das Gearset. Ich werde euch genau sagen, wie ich geschimmt habe das Ganze, ohne dass ich den Motor neu einstellen musste. Bedeutet alles sauber eingeschimmt. So, und jetzt, wie gesagt, ist das Ding bereits abgedatet. Ich habe die Gears alles gestern Nacht schon eingebaut. Jetzt ist ein 19 Zahn Gearset drin von Red Dragon. CNC gefräst. Da kann man vielleicht auch gleich ansprechen, dass vermutlich, jetzt werden viele wieder sagen, ja, jetzt muss man wieder Geld investieren und pipapo. Man muss aber auch dazu sagen, dass wahrscheinlich das Red Dragon, das CNC gefräste Gearset, deutlich haltbarer ist wie das Standard Symer Gearset. Ja, muss man ein bisschen abwägen. Ja, es ist scheiße, klar, dass man wieder Geld investieren muss, finde ich auch nicht gut. Aber man hat halt dann gleich für 28 € wahrscheinlich deutlich bessere Gears drin, wie die Standard 19 Zahn Gears, wie die standardmäßig drin sind von Symer. So, dann noch einen ganz kleinen Punkt, bevor wir dann weitermachen. Ihr habt ja standardmäßig bei dem Modell einmal diesen Schalldämpfer dabei. Das ist an sich kein Schalldämpfer, denn der ist innen drin komplett frei oder offen. Bedeutet, hier ist keinerlei Schaumstoff innen drin vorzufinden. Typisch SR25 QD bedeutet, ihr schiebt das ganze Ding da vorne drauf und wird dann hier quasi einmal arretiert über diese QD-Arretierung sozusagen. Nur einen kleinen Punkt, die Führung da innen drin ist aus Aluminium und die ist relativ passgenau. Bedeutet, wenn ihr den drüber schiebt, das hört sich gut an, dann schiebt ihr das Ganze zurück, das ist auch gefedert, zack, dann schnappt es ein, dann hält der vorne drauf. Wenn man das Ganze wieder löst, ein bisschen zurückziehen, nach oben klippen, wieder abziehen. So, und jetzt ich weiß nicht, ob man das schon erkennen kann. Jetzt habt ihr aber immer, wenn ihr das Ding drauf und wieder runter schiebt, seht ihr hier immer so ganz feine Aluminiumspäne. Also minimalst. Bedeutet, hier reibt eben dieses Aluminium immer über den Outer drüber. Jetzt könnt ihr natürlich davon ausgehen, wenn ihr jetzt den Schalldämpfer 50, 60 Mal drauf und wieder runter schiebt, werdet ihr diesen Outer komplett verkratzen. Müsst ihr vielleicht ein bisschen bedenken. Und wie gesagt, leider kein Schaumstoff drin, bedeutet keine Schallwirkung, Schallunterdrückungswirkung. Nein, wie gesagt, wäre ein bisschen schöner gewesen, wenn ein kleines bisschen Schaumstoff drin gewesen wäre, um einfach die Kugel oder die restliche Luft ein bisschen abzudämpfen. Ist aber nicht der Fall. Okay, so, dann machen wir mal weiter. Natürlich Festschaft, jetzt denkt ihr euch, boah, da bekommen wir ja richtig geile Akkus rein. Ja, bekommt da rein, bloß ob das wieder rausbekommt, das ist die andere Frage. Und zwar zunächst mal der eine Punkt, SR25, ihr habt hier seitlich diese Schraube dran, drückt da rein, könnt ihr die Schaftkappe ein bisschen in der Länge einstellen, zack, noch ein bisschen rausziehen, zack, könnt ihr also ein bisschen variieren. Jetzt allerdings zum Akku einlegen, müsst ihr das gesamte Ding, also reindrücken, dann das gesamte Drum rausziehen, müsst ebenfalls diesen Kunststoffeinsatz da hinten rausnehmen. So, und dann müsst ihr erstmal gucken, dass ihr irgendwie da hinten reinkommt und irgendwie euren Stecker rausbekommt. Und das ist nicht wirklich einfach. Es wäre schöner gewesen, wenn man einfach die gesamte Schaftkappe hätte abnehmen können oder eben eine Luke, wie beim M16 auch. Ja, dann hätte man halt die Schaftkappe nicht in der Länge einstellen können. Ist doch für die meisten wurscht, der Festschaft, der langt nochmal von der Länge gut aus. Aber hier ist das Akku einlegen mit dem System echt nicht wirklich benutzerfreundlich. Ja, wir bekommen fette Akkus rein. Hier zum Beispiel dieser AMAX mit 2150 mAh, 11,1 Volt. Bekommt er rein, aber wie gesagt, das Einlegen und später auch wieder das Rausbekommen von den Zellen, das ist bei dem System echt ein bisschen grausam. So, jetzt lasst mich mal gucken. So, ich komme jetzt gar nicht hin. Ha, geil. So, geht schon los. Moment, ich mache ausnahmsweise mal keinen Cut rein, damit ihr mal seht, wie viel Spaß das macht. So, nehmen wir einen Schraubendreher her und dann müssen wir erstmal gucken, dass wir da hinten irgendwie den Stecker da rausbekommen. Na, aufpassen, dass wir die Kabel nicht kaputt machen. So, jetzt da raus.
So, jetzt ist einmal der Stecker draußen und ich werde auch ausnahmsweise den Akku nicht komplett installieren. Wie gesagt, ihr würdet ihn problemlos reinbekommen in die ganzen Zellen. Aber ihr habt da so einen dünnen oder so einen kleinen Durchgang da hinten in diesem Festschaft, dass ihr euch später unheimlich plagt, den Akku wieder rauszubekommen. Irgendwann habe ich es aufgegeben, ich habe dann die Schrauben oben, unten gelöst und habe die ganze Kappe nach hinten einfach weggenommen. Weil ich habe den Akku da so nicht mehr rausbekommen. Okay, so, jetzt stecken wir das Ding mal ein. Und wie gesagt, jetzt schreibt Begadi in der Artikelbeschreibung, Ansprechverhalten mit 16 Zähnen ist deutlich besser. Ja, stimme ich teilweise zu. Gerade, ich habe es ja auch mit dem 16-Zahn-Sektorgier probiert. Das Ansprechverhalten war wirklich mit 16 Zähnen ein kleines bisschen schneller oder flotter wie jetzt mit dem 19 Zähne. Da wir hier letztendlich eine DMR haben und kein Spray and Pray machen oder das Ding nicht als Sturmgewehr spielen, darf es Ansprechverhalten auch ein ganz kleines bisschen geringer sein, meiner Meinung nach. So, wie gesagt, jetzt geupdatet. Das 19 Zahn Red Dragon Gearset ist bereits installiert, der Zylinder ist bereits drin, Motor ist Standard, alles Standard gewesen. Dann schauen wir uns jetzt einfach mal das Ansprechverhalten mit dem fetten Akku an. Der ist auch nicht mehr ganz voll, der müsste noch, keine Ahnung, vielleicht 11,8 Volt oder so haben, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall schon einige Schüsse damit durchgebuttert. Und jetzt schauen wir uns einfach mal das Ansprechverhalten mit dem 19 Zahn Sektorgier an. Also ich finde, es ist immer noch ausreichend. Also wie gesagt, auch mit einem 19 Zahn Gearset, mit einem fetten Akku hinten dran, mit dem 11.1er und dem Super High Torque Motor, ist das Ansprechverhalten für eine DMR immer noch brutal schnell. Und auch vom Klang finde ich jetzt von den Gears her, auch wenn wir mehr mehr Pistenvorzug haben, eigentlich ist das Klangbild immer noch tipptopp, richtig schön sauber. Das Einzige, das habe ich euch bei der BR10 auch schon gesagt, ihr habt eine Feder. Ihr habt eine Feder drin, einmal hier am Forward Assist und auch hier oben vielleicht ein bisschen vom Spannhebel. Die scheppern ein kleines bisschen. Bisschen einfetten oder gerade Forward Assist von innen ein bisschen Schaumstoff reinpopeln, damit ihr dieses Federschwingen ein bisschen rausbekommt. Okay, aber wie gesagt, so ist ein schönes Modell, gerade Vorderschaft, Klasse SR25, moderne Receiver. Es ist ein sehr, sehr sexy DMR, kann man schon so sagen. Aber halt echt blöd, dass wir hier eine SR25 V2.2 Gearbox drin haben und dann das Ganze aber mit einem 16 Zahn Gearset kombinieren. Dementsprechend, ich weiß nicht, was er kostet, ich glaube 360 oder so liegt das Modell, plus die Gears dann nochmal, plus der Zylinder und vielleicht ein anderes Bucking, dann seid ihr ungefähr bei 400 Euro. Ist immer noch in Ordnung, würde ich sagen, oder? Ja, für das, was man bekommt, ist es in Ordnung, aber halt ein bisschen blöd, dass man halt echt wieder Geld in die Hand nehmen muss, um das Gearset abzudaten. Auch wenn es vermutlich besser ist von der Qualität wie das Standard Syma Gearset. Okay Leute, so, dann habe ich euch gesagt, Internals sprechen wir nicht mehr komplett alles durch, wenn euch das interessiert, Pistenqualität und sowas, Gearbox, wie ist das alles aufgebaut, die Elektronik, dann schaut euch bitte das Video zu der Burg BR10 an, da habe ich das ganze System ausführlich erklärt. Dementsprechend gibt es jetzt mal einen Teil Internals, aber dementsprechend jetzt heute nur die Installation von den Update-Parts. Bedeutet anderes Gearset, anderer Zylinder und eben auch das Bucking. Und ihr werdet auch feststellen, dass ich heute eine ganz, ganz komische Hop-Up-Konfiguration hier drin installieren werde und auch testen werde. Und abschließend schauen wir dann mal, ob das Ding gerade ausschießt und wie gut es performt. So Leute, dann kommen wir einmal zu den Internals bzw. zu den Upgrades. Ich werde heute nicht nochmal jedes Bauteil hier nochmal separat durchsprechen. Wer sich hier interessiert für den Pisten, für den Zylinderhead, für die Nozzle oder weiß der Geier was, schaut euch bitte das Review zu der BR10 oder zu der Burg an. Denn letztendlich haben wir hier in der SR25 1:1 exakt dieselben Internals drin. Dementsprechend in diesem Video eben speziell auf Optimierungen, Tuning eingegangen. Also fangen wir mal an. Zunächst mal ein kleines Problem, das heißt ein kleines Problem. Die SR25 hat eine Lauflänge von 509 mm, die BR10 oder auch die kurze Mod 25 hat eine Lauflänge von 404 mm. So, und hier wäre ein Sektorgear mit 16 Zähnen gerade noch ausreichend. Bedeutet, das habe ich euch bei der BR10 auch gesagt, lasst das 16 Zahn Sektorgear drin, das standardmäßige. Und dann macht ihr von mir aus noch einen geschlossenen Zylinder rein, wenn ihr ein kleines bisschen mehr Volumen haben wollt. Wie gesagt, Zylinder rein, geschlossen und fertig. Das geht jetzt aber bei der SR25, geht es nicht wirklich. Denn hier haben wir ebenfalls leider nur einen 16 Zahn drin. Warum,
Bugatti sich dafür entschieden hat, weiß ich nicht. Und das ist von der, ja, vom Verhältnis her, vom Zylindervolumen zum Laufvolumen von 509 mm einfach ein bisschen zu wenig. Bedeutet, wir haben hier letztendlich eine DMR oder eine 308. Wir wollen mit dem Ding nicht Spray and Pray betreiben, sondern wir wollen mit dem Ding präzise schießen können. Bedeutet, wir sollten zumindest mal auf 0,4 oder 0,45 Gramm BBs gehen. Und dafür langt einfach das Volumen im Zylinder standardmäßig mit dem 16 Zahn Sektorgear leider nicht aus. Ja, die Waffe reagiert vielleicht ein bisschen schneller auf den Abzug, weil es eben nicht so weit aufgezogen werden muss, der Piston. Aber, wie gesagt, das Volumen langt nicht aus. Dementsprechend gehe ich jetzt hier direkt gleich auf ein bisschen Update ein. Also fangen wir mal an. Zunächst mal, wie gesagt, die Gears, die standardmäßig drin sind, mit 16 Zähnen, die langen vielleicht für 0,2 oder 0,25 Gramm langt es. Aber sobald ihr schwerer geht vom Kugelgewicht her, braucht ihr einfach mehr Luft in dem Zylinder drin. Jetzt könnt ihr da auch hergehen und könnt einfach sagen, gut, wir machen uns einfach einen geschlossenen Zylinder rein. Das langt aber vom Volumen immer noch nicht. Bedeutet, wir müssen einfach, wenn wir schon eine SA25 bzw. V2.2 Shell haben, müssen wir dieses Volumen oder dieses an 19 Zahn auch nutzen. Dementsprechend, warum man hier nur 16 Zähne verbaut, verstehe ich leider nicht. So, ich habe mir direkt zum Selbsteinbau für dieses Video gleich ein paar Teile mitschicken lassen. Und das sind auch die Teile, die Bugatti standardmäßig einbaut, wenn ihr ein 19 Zahn Tuning-Paket oder wie das heißt, dazu kauft. So, wie gerade schon gesehen, ein anderer Zylinder, denn auch der Originalzylinder ist vom Volumen reduziert. Bedeutet, ihr seht, hier haben wir einmal ein Loch drin. Bedeutet, die Kompression findet erst ab hier statt, von hier bis hier vorne ungefähr. So, und wenn wir das Ganze jetzt so kombinieren, wie es standardmäßig eingebaut ist, bedeutet offener Zylinder in Kombination von diesem 16 Zahn Sektorgear, dann haben wir mit dem 509 mm Lauf gerade mal ein Verhältnis vom Zylindervolumen zum Lauf von 1,4:1. Und das ist einfach zu wenig. Bedeutet, wir brauchen hier viel mehr Luft für die Lauflänge von 509 mm. So, bedeutet, wir ballern uns auf jeden Fall einen komplett geschlossenen Zylinder rein. Und ihr seht, das ist ein FPS-Zylinder, SA25, also ein langer Zylinder. Der ist aber hier hinten auch offen, also der ist nicht komplett geschlossen. Das ist aber auch relativ egal, denn der Piston-Head oder der Piston hört hier in dieser Position auf. Bedeutet, ob das hier hinten offen ist oder komplett geschlossen, ist wurscht. Aber wie gesagt, ich zeige es euch dann gleich nochmal im Detail. So, also FPS-Zylinder, dann kombiniere ich das Ganze mit dem Original-Zylinder-Head, der ist super, der passt 1A dazu. Und dann seht ihr aber auch hier vorne drauf, habe ich eine andere Nozzle installiert. Und zwar habe ich hier eine EPES mit 24,5 mm mit 2 O-Ringen installiert. Das habe ich euch bei der BR10 auch gesagt, da ist standardmäßig eine Kunststoffnozzle drauf. Die ist in Ordnung, hat aber halt leider keinen O-Ring. Dementsprechend hier eine EPES mit 2 O-Ringen drauf mit 24,5 mm. Das Ganze schon ein kleines bisschen eingeschmiert mit Silikonöl. Die läuft ein kleines bisschen straff, muss ich sagen. Allerdings verbaut Syma an der Tappet-Blade unten eine relativ straffe Feder. Also das sollte kein Problem sein, auch wenn diese etwas straffer läuft. Aber dafür, dass sie einfach ein bisschen straffer läuft, hat sie dann später im ausgefahrenen Zustand, also in Schussposition, absolut kein Spiel. Bedeutet, das Ding sitzt hervorragend dran und kann jetzt durch den Kugelstrang vom Magazin nicht nach oben irgendwie weggedrückt werden. Dementsprechend, das habe ich auch schon öfters erklärt, immer schauen, dass die Nozzle nicht zu arg Spiel auf dem Zylinderhead hat. Ansonsten kann es zu Feeding-Problemen oder sogar zu Energieverlust oder eben Druckverlust kommen. Also immer schauen, dass ihr eine Nozzle verwendet, die passend zu eurem Zylinderhead ist. Und hier hat sich einfach bestätigt oder gezeigt, das ganze Jahr eigentlich, dass die EPES-Nozzeln so ziemlich die besten Nozzeln sind. Die Max sind meistens zu groß, die schwabbeln da vorne rum. Dementsprechend die EPES mit 2 O-Ringen, die sind einfach qualitativ tipptopp. Also, Nozzle EPES mit 24,5 habe ich rein oder mache ich rein. So, dann einmal Piston und Piston-Head bleibt identisch, 1:1 gleich. Ich habe das ganze Zeug bloß mit ein bisschen Protex Silikonöl, ein kleines bisschen geschmiert innen drin, mit dem Finger schön verteilt, damit die Süffe da innen drin nicht rumsteht. So, und dann funktioniert das Ganze hier schon mal. So, und jetzt kommen wir zu den Gears. Jetzt braucht man natürlich Gears mit 19 Zahn Sektorgear. Letztendlich ist es von der Untersetzung, sind die Gears identisch, bedeutet 18:1, aber jetzt den großen Vorteil, wir haben hier ein Sektorgear mit 19 Zähne anstatt 16 Zähne. Bedeutet, zeige ich euch mal ganz kurz, wenn wir das mal reinballern, seht ihr, dass wir hier keine 16 Zähne drauf haben, sondern hier haben wir 19 Zähne, also 3 Zähne mehr. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, quasi der Schuss oder das Sektorgear dreht sich, zieht den Piston einmal auf, genau bis hier
Genau bis hierher. So, und hier würde jetzt lösen. Und jetzt seht ihr, dass der Piston mit dem 19 Zahn Sektorgear natürlich deutlich weiter aufgezogen wird. Ihr bekommt deutlich mehr Energie raus mit der Originalfeder. Und dann seht ihr auch hier einmal, was ich vorhin schon angesprochen habe, ob hier diese Fräsungen hinten drin sind oder nicht, ist relativ wurscht. Denn hier ist eben innen drin direkt einmal der Pistonhead. So, und dementsprechend können wir, wenn sich jetzt der Piston löst, können wir das gesamte Volumen von hier bis hier vorne drin nutzen. So, und mit dem System haben wir letztendlich dann ein Verhältnis mit dem 509 mm Lauf von 1,98 zu 1. So, also fast 2 zu 1. Ihr könnt 0,45 von mir aus reinballern in das Ding und dementsprechend auch präzise schießen. Vorausgesetzt, ihr macht auch noch ein bisschen was am Hop-Up. Sprechen wir aber dann gleich im Anschluss an. Also hier auf jeden Fall meiner Meinung nach für alle SR25 Modelle eigentlich nötig, Sektorgear oder ein Gearset mit 19 Zähne zu verbauen und einen geschlossenen Zylinder. Alles andere ist als DMR nicht wirklich nutzbar. So, dann lasst uns mal noch ganz kurz über die Gears quatschen. Wenn ihr das auch selbst einbauen wollt, muss man ein kleines bisschen was beachten. Und zwar, wie gesagt, ich habe mir das Zeug extra dazu schicken lassen. Und zwar die Schimmung. Zunächst mal, das sind Red Dragon Gears, die sind CNC gefräst. Das könnt ihr auch immer prüfen, wenn ihr zum Beispiel mal euer Sektorgear unten anschaut, euer Spurgear unten anschaut und ihr seht dann hier zum Beispiel, ja, sind zwei Bauteile. Also hier, ihr seht hier so ein kleines Ding drin, so einen kleinen Kreis drin. Bedeutet, das Bauteil ist letztendlich dann eingepresst worden. Gefräste Gears sind immer verpresst, gesinterte Gears sind einteilig. Bedeutet, wenn ihr mal das Original-Gearset euch anschaut, da seht ihr unten, dass das Ganze ein Bauteil ist. Und dementsprechend sind die Gears eben gesintert und die Red Dragon Gears sind einmal CNC gefräst. Dementsprechend auch von der Qualität her ein bisschen besser, würde ich fast behaupten. Okay, so, was ich euch bei der BR10 bzw. bei der Burg auch gesagt habe, passt auf, wenn ihr hier bei der SR25 oder bei der BR10 oder wie die Dinger auch immer heißen mögen, andere Gears reinmacht oder nachschimmen wollt oder sowas. Passt auf, ihr habt hier im unteren Bereich Kugellager drin und am Spur wie auch am Sektor habt ihr Stahlaufbuchsen drin. So, wenn ihr die Shell mal anschaut oder euch das genau anschaut, werdet ihr feststellen, dass die Stahlaufbuchsen höher stehen wie das Kugellager. Bedeutet, das Kugellager ist komplett plan in der Shell drin und die Stahlaufbuchsen stehen ca. 0,4 weiter raus. Das müsst ihr bei der Schimmung beachten. So, wenn ihr euch auch diese Red Dragon Gears gönnen solltet, dann hier mal ganz kurz meine Schimmung. Und zwar einmal am Spurgear, da müsst ihr besonders aufpassen. Da habe ich jetzt letztendlich nur im unteren Bereich eine 0,1 mm Shim aufgebracht. Also gerade nur unten 0,1. Sobald ihr hier eine 0,2er draufpackt, klemmt das Gear sofort. Dementsprechend eben nur 0,1 unten. Und die ist aber auch nötig, denn wenn ihr gar keine Shim drauf macht, dann reibt das Material auf der Stahlaufbuchse komplett. Das kratzt dann ein bisschen, das hört sich einfach vom Klangbild scheiße an. Dementsprechend 0,1 mm Shim im unteren Bereich vom Spurgear. Im oberen Bereich nix, gar keine Shim drauf machen. Denn wie gesagt, wenn ihr jetzt hier oben noch eine 0,1er draufpackt, klemmt euch das Gear, sobald ihr die Shell zusammenschraubt. Dementsprechend nur im unteren Bereich eine 0,1er. So, dann können wir weitermachen einmal beim Bevel. Hier habe ich die Schimmung so gemacht, dass ich die Motoreinstellung, wie es Standard war, nicht geändert habe. Bedeutet, ich habe das Bevel Gear so eingeschimmt, dass das Zahnspiel vom Pinion Gear zum Bevel Gear einmal sauber passt und der Motor nicht neu eingestellt werden musste. So, und zwar haben wir hier im unteren Bereich, da jetzt natürlich das Lager tiefer drin sitzt wie die Stahlaufbuchse, haben wir jetzt hier am Bevel Gear im unteren Bereich 0,5 mm und im oberen Bereich stolze 0,9 mm. So, und jetzt greift eben, habt ihr die Höhe ausgeglichen vom Kugellager zum Spurgear und dementsprechend passt es wieder von der Höhe übereinander. Denn wie gesagt, Bevel Gear unten 0,5, 0,9 einmal oben drauf. So, jetzt hat das Sektorgear, das Bevel Gear absolut kein Spiel mehr drin. Es läuft über die Lager butterweich und auch das Zahnspiel zum Pinion Gear ist minimalst. So, dann fehlt eigentlich nur noch das letzte Gear. Das ist einmal unser Sektorgear. Und hier müssen wir jetzt natürlich gucken. Auch diese Stahlaufbuchse sitzt natürlich hoch, beziehungsweise auf derselben Höhe wie die Buchse einmal vom Spurgear. Dementsprechend haben wir hier 0,1 drunter. Jetzt packen wir uns hier am Spurgear 0,2 mm drunter. Also hier im unteren Bereich eine Shim 0,2 mm und den Rest packen wir uns oben drauf. Um genau zu sein, 0,4 mm.
Also ich habe hier oben drauf 2 Shims mit jeweils 0,2, bedeutet oben 0,4 mm. So, und wenn ihr das Ganze dann zusammenschraubt und testet, werdet ihr feststellen, dass die Gears wunderbar laufen, richtig schön leichtgängig und absolut kein Spiel mehr links und rechts haben. Also die können nicht irgendwie hin und her schwabbeln da innen drin. Und dann passt die Schimmung von diesen Red Dragon Gears perfekt. So, jetzt schmiere ich das ganze Zeug noch ein bisschen und baue ich es wieder zusammen. Okay, das soll schon gewesen sein. Wie gesagt, nur kurzes Update zu den Internals. Wenn ihr irgendwie jetzt noch Fragen habt, irgendwie wie ist die Shell, wie ist dieses elektronische System da innen drin, dann schaut euch bitte, wie gesagt, einmal das Review zu der Burg BR10 an. Da habe ich alle Komponenten bereits drin erklärt gehabt. Okay, ich schmiere die Gears, baue die Shell wieder zusammen und dann machen wir weiter mit dem Thema Hop-Up. So Leute, dann geht's weiter, Thema Hop-Up. Hier müssen wir jetzt mal einen ganz harten Cut reinmachen in dieses Video, denn es ist mittlerweile 3 Tage später. Ich habe euch ganz am Anfang von diesem Video gesagt, ich hatte eigentlich vor, das Ganze einfach nur ein TNT-Bucking rein, ein T-Hop 60, Original Tensioner und das Ganze da einfach mal probieren. Bedeutet so günstig wie möglich gehen mit einem guten Bucking. So, das könnt ihr für eine richtige DMR mit 04 und 045 könnt ihr das vergessen. Bedeutet, ihr müsst definitiv den Tensioner wechseln. Sprechen wir es ganz kurz durch. Zunächst mal der eine Punkt. TNT-Bucking mit dem Originallauf geht gerade noch so. Also wirklich, es ist hart an der Grenze und zwar von der Länge, von der Patchfläche her. Bedeutet das T-Hop-Bucking, da ist die Patchfläche minimalst einen Hauch länger wie einmal die Fräsung vom Originallauf. Bedeutet, die Patchfläche an sich wird ein ganz kleines bisschen oder minimalst ein bisschen gestaucht. Funktioniert aber. Was ich jetzt aber nachträglich auch noch getestet habe und was sogar noch ein bisschen besser funktioniert, ist das Maple Leaf MR Bucking. Und zwar mit 60 Shore. Das dichtet hervorragend zu der Nozzle ab und die Schussergebnisse sind nochmal ein kleines bisschen besser wie mit dem TNT Bucking. Ich denke einfach, dass durch das kurze Lauffenster, durch dieses Stauchen von der Patchfläche, ist wahrscheinlich das TNT mit diesem Laufen nicht ganz so gut geeignet. Aber ihr konntet zwar jetzt 04 oder 045 hoppen, aber der Streukreis selbst war mit dem MR einfach ein kleines bisschen besser. So, jetzt aber der nächste Punkt. Beide Buckings funktionieren auf keinen Fall mit dem Original Tensioner. Wie gesagt, ich dachte ja eigentlich, ich kann den einfach dran lassen. Gut, der ist halt weich, das habe ich euch damals im Review von der Burg schon gesagt. Der ist halt recht weich da unten dran. Wir müssen halt relativ viel Druck mit dem Tensioner aufbauen. Aber das Ding funktioniert mit 04 und 045 überhaupt nicht. Bedeutet, ihr seid wirklich dazu angewiesen, einen Tensioner zu wechseln. Bedeutet, den Original könnt ihr wegpfeffern und ihr braucht einen anderen. Für das MR-Bucking habe ich jetzt einmal für den Schusstest den passenden Omega dazu genommen von Maple Leaf und das funktioniert tadellos und den könnt ihr da auch einmal mit dem TNT-Bucking ebenfalls verwenden. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, gut, ihr habt einen anderen Lauf oder ihr habt schon irgendeinen Tuninglauf daheim, den ihr einbauen wollt mit einem minimal größerem Lauffenster hinten, dann könnt ihr natürlich auch TNT-Buckings verwenden, auch mit dem Omega Tensioner. Wie gesagt, ihr müsst aber definitiv einen anderen Tensioner nutzen. Also wie gesagt, ich dachte eigentlich, es funktioniert mit dem Original, dass man es irgendwie hinbekommt und wir können uns vielleicht die 10 Euro Tensioner sparen. Aber nein, könnt ihr vergessen, funktioniert nicht. Bedeutet, der muss definitiv raus. Und wie gesagt, jetzt für den Schusstest einmal reingezimmert, einmal das Maple Leaf MR Bucking. Das ist auch von der Abdichtung her noch ein kleines bisschen besser wie das TNT. Denn, lasst mich mal kurz das richtig sauber installieren. Denn ihr seht auch, das MR hat wie alle anderen Maple Leaf Buckings auch im äußeren Bereich nochmal so eine, ja, sieht zwar ein wenig komisch aus, aber ist letztendlich eine Dichtrille außenrum. Bedeutet, das gesamte Bucking sitzt richtig schön straff einmal in der Original Kunststoff-Hop-Up-Kammer drin. Das merkt ihr richtig, hier kommt diese Dichtung außenrum, müsst ihr ein bisschen nach hinten pressen das Ganze, zack, und dann dichtet das Bucking einmal sauber ab. Beim TNT oder wenn ihr ein anderes Bucking habt, mal gucken, wenn es zu leichtgängig reingeht, dass ihr vielleicht eine Lage Teflonband außen rum zieht im vorderen Bereich. So, wie gesagt, einmal Maple Leaf MR. Normalerweise, das können wir vielleicht noch ganz kurz mal ansprechen. Kommen wir da raus. Einmal ganz kurz, was man noch beachten muss. Das MR-Bucking funktioniert jetzt zum Beispiel in dieser Original Syma Kunststoff-Hop-Up-Kammer tipptopp. Wenn man das Ganze jetzt aber zum Beispiel mal kombiniert, zum Beispiel mit einer G&G oder mit einer Max Hop-Up-Kammer, dann kann es wiederum zu Problemen kommen mit der hinteren Dichtlippe, da diese ein bisschen zu stark zusammengepresst wird. Und wenn dann die Feder von der Tappet Blade zu schwach ist, dann kann es passieren, dass die Kugel hier nicht reingedrückt wird ins Bucking. Bedeutet, wenn ihr mal irgendwie ein Maple Leaf MR einbaut oder auch ein Macaron und ihr merkt schon irgendwie beim Reinschieben, dass ihr das gesamte
Bucking zu stark nach hinten pressen müsst, bis einmal die Einrastposition hier passt, dann könnt ihr eigentlich davon ausgehen, dass es zu Feeding-Problemen kommen kann, wenn, wie gesagt, die Feder von der Tackle Blade zu schwach ist. Wie gesagt, wenn ihr mal Probleme haben solltet, bei dem MR oder bei dem Macaron, bei Maple Leaf ein kleines bisschen darauf achten. Aber wie gesagt, jetzt hier in dieser Syma Hop-Up-Kammer funktioniert das Ganze tadellos. Und dann, wie gesagt, dann einmal den Maple Leaf Omega Tensioner verwendet. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen oder lasst euch nicht täuschen. Die Hop-Up-Kammer aus Kunststoff ist ein bisschen weich vom Material her. Bedeutet, ihr könnt hier oben diese, ihr seht es vielleicht, das kann man ein bisschen biegen hier oben. Bedeutet, auch wenn der Tensioner hier oben sehr, sehr straff oder sehr, sehr press reingeht, im unteren Bereich, also im Fenster selbst, liegt das Ganze dann aber einmal sauber drin. Könnt ihr hier einmal sehen. So, und auch der eine Punkt, auch mit dem Omega Tensioner bekommt ihr nicht zu viel Druck drauf. Bedeutet auch in der Nullstellung, wartet mal, einmal Nullstellung, auch in der Nullstellung habt ihr nicht zu viel Druck, dass irgendwie bereits in der Nullstellung Hop drauf ist, sondern ihr müsst circa ungefähr 3 bis 4 mm das Rädchen drehen oder 4 so Klicks, bis der Druck anfängt aufgebaut zu werden. Also bedeutet, ihr seid jetzt auch nicht mit dem MR-Bucking angewiesen, unbedingt jetzt 0,4 oder 0,45 zu verwenden, sondern ihr könnt auch problemlos 0,2 oder 0,32 Gramm verwenden. Wie gesagt, das MR mit dem Omega Tensioner in der Original Syma Hop-Up-Kammer mit dem Original Syma Lauf funktioniert bis jetzt am besten in dieser Kombination. So, also, dann lasst uns mal ganz kurz das Fazit nochmal machen oder überarbeiten. Ihr könnt eigentlich letztendlich das Fazit von der Burg BR10 zum größten Teil übernehmen. Ich werde aber einen Kritikpunkt und einen Neutralpunkt speziell bei dem Modell ergänzen. Könnt ihr euch schon denken, Neutralpunkt ganz klar. Wir haben jetzt hier zwar einen Festschaft hinten dran, der ist auch von der Qualität aus Nylon, alles schön und gut, aber das Einlegen von den Akkus geht mehr als bescheiden. Bedeutet, am besten wäre es eigentlich, ihr holt euch einen großen Akku, 2150 mAh, der langt euch auch normal für eine DMR den ganzen Tag und schraubt die ganze Schaftkappe hinten komplett weg. Dann legt einen Akku ein, steckt ihn an und schraubt das Ding wieder fest. Denn wenn ihr hier anfangt rumzudrücken und rumzuknödeln und dann müsst ihr den Stecker rauspopeln, das geht richtig bescheiden. Dementsprechend definitiv hier einen Neutralpunkt Akku einlegen bei diesem Festschaft oder mit dieser verstellbaren Schaftkappe. Das geht einfach nicht gut, gerade wenn man größere Akkus hat. So, einen Kritikpunkt könnt ihr euch auch denken, muss man eigentlich geben. Wir haben hier eine Lauflänge von 509 mm, wir haben eine V2.2 Gearbox, wir haben 19 Zahn Pisten, aber wir haben leider nur ein Sektorgear drin mit 16 Zähnen und das funktioniert halt nicht gut. Bedeutet, ihr könnt halt 0,2 Gramm spielen, aber das ist doch Quatsch, wenn ich eine DMR habe und wenn ich schon eine V2.2 habe, dann möchte ich doch auch dieses 19 Zahn System auch nutzen. Ja, das Ansprechverhalten wird einen kleinen Tick, vielleicht ein bisschen träger, aber wenn wir dann 2150 mA 11 Einsen hinten reinballern, dann merkt ihr so gut wie keinen Unterschied mehr, ob ihr jetzt 16 Zähne drin habt oder 19 Zähne. Dementsprechend auch mit dem 19 Zahn Sektorgear ist das Ansprechverhalten mit dem High-Torque-Motor und dem fetten Akku hervorragend. Dementsprechend, leider muss ich einen Kritikpunkt geben, muss man eigentlich
Ja, man muss es machen, sind wir ehrlich. Man muss einfach nochmal Geld in die Hand nehmen und das Ding auf ein 19-Zahn-System updaten. Bei diesen Versionen mit einer Lauflänge von 509 mm. Wie am Anfang aber auch schon angesprochen, ja, man könnte sich jetzt darüber aufregen, muss man wieder Geld ausgeben, aber sind wir ganz ehrlich, lieber baue ich mir doch dann für relativ günstig, oder was relativ günstig, gut 28 Euro, das kommt immer darauf an, wie man sieht, aber wenn man es mit Seagtech Gears oder mit Prometheus Gears vergleicht, ist 28 Euro für ein 19 Zahn CNC Gearset eigentlich recht günstig. Und dann haben wir natürlich auch qualitativ vermutlich deutlich bessere Gears wie die Original Syma Gears, die man für 8 Euro oder so bekommt oder 10 Euro. Dementsprechend, wie gesagt, kann man sehen, wie man will. Es ist natürlich blöd, dass ein 16 Zahn drin ist, klar, aber wenn man halt gleich die Red Dragon reinmacht für 28 Euro, hat man natürlich auch definitiv hochwertigere Gears drin oder haltbare Gears. Und dann habt ihr auch gesehen, die Energie steigt auch mit der Originalfeder enorm. Ich glaube, Bugatti gibt an 1,5 bis 1,6, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, mit dem Original Gearset, also mit dem 16 Zahn Gearset. Jetzt das Ganze mit einem 19 Zahn Gearset in Kombination mit der Originalfeder sind wir mit 0,2 schon über 2 Joule. Da seht ihr also, dass wir mit der Originalfeder nochmal deutlich mehr Energie natürlich rausbekommen, da die Feder deutlich stärker komprimiert wird. Da muss man also auch keine extra Feder nochmal reinballern oder sowas, nochmal Geld in die Hand nehmen. Nein, man lässt die Originalfeder einfach drin, wenn man es spielen darf. Aber normalerweise 2 Joule DMR, sind wir ehrlich, also von mir aus, ich würde es überall zulassen. Nee, man dürfte ja teilweise auf manchen Feldern auch DMR bis 2,5 bei manchen. Aber müsst ihr gucken, je nach Feld. Also, wie gesagt, weiterhin ein schönes Modell, auch von der Optik. Ich finde, das Ding ist mega, mega sexy, aber halt ein kleines bisschen schade, dass man eigentlich noch Geld investieren muss, um wirklich eine schöne DMR oder eine gut funktionierende DMR zu bekommen. Wie gesagt, must du definitiv 19 Zahn Gearset reinbauen, dann definitiv geschlossenen Zylinder reinbauen. Nozzle, sei mal dahingestellt, müsst ihr von mir aus nicht unbedingt machen, aber wenn ihr halt das Maximale an Druck raushaben wollt, eventuell auch eine Nozzle rein. Wie gesagt, EPES mit 24,5 hat sie jetzt, glaube ich. Und eben Hop-Up-System, wie gesagt, aktuell eine sehr gute Konfiguration. Originallauf, Originalkammer in Kombination Maple Leaf MR60 mit dem Omega Tensioner. Dann kostet euch, wenn ihr das selber zusammenbaut, Schimmung habe ich euch gezeigt, wie ihr das umsetzt, seid ihr ungefähr bei 410 Euro ohne Teamrabatt oder 420 Euro. Und dann bekommt ihr aber immer noch eine wunderschöne und dementsprechend dann auch gut funktionierende DMR oder SR25, wo ihr auch problemlos 04 oder von mir aus 045 drin verschießen könnt. Und die Dinger, die fliegen dann auch ordentlich. So out of the box dürft sie gerne sein. Ja, wie gesagt. Also ein Neutralpunkt, ein Kritikpunkt jetzt einmal ergänzt. So Leute, dann sind wir schon am Ende, wie gesagt, ganz kurzes Update-Video. Wenn euch noch irgendwas aufgefallen ist, speziell bei den Modellen oder wenn ihr irgendwas dazugeben wollt, wenn ihr euch auch welche gekauft habt, es gibt ja auch noch welche mit M-Lock-Vorderschaft und Pipapo. Wenn ihr noch was dazugeben wollt, wenn ich irgendwas nicht angesprochen habe, wenn ihr irgendwelche Probleme habt oder wenn es bei euch irgendwo geklemmt hat, jederzeit eure Meinung, euer Fazit unten ins Kommentarfeld reinhauen. Ich bedanke mich natürlich wieder recht herzlich, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns am nächsten Woche zum nächsten Video. Bis dahin, haut rein. Ein Like und Abo dürft ihr auch noch da lassen, wenn ihr wollt. Und vielleicht eine Mitgliedschaft. Aber nur, wenn ihr wollt.